Kannst du mir erklären, was eine sogenannte Borderline-Störung ist? Klar, ja. Es ist aber eine recht komplexe Krankheit, darum muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ja, klar. Okay, wann hast du dich das letzte Mal ausgegrenzt gefühlt? Ausgegrenzt? Als ich im Sommer in eine neue Klasse gekommen bin, waren am Anfang alle mega gegen mich. Und wie hat sich das gezeigt? Ich habe zum Beispiel mal gefragt, ob jemand am Abend ins Parkli kommt. Und dann haben alle irgendwie gesagt, sie haben keine Zeit wegen zu viel Hausi und keine Ahnung. Und dann bin ich am Abend selber ins Parkli gegangen und plötzlich waren alle dort. Und als sie mich gesehen haben, haben sie irgendwie so da, als ob ich gar nicht dort wäre. Und es hat schon mega weh in diesem Moment. Ganz ähnlich fühlen sich im Fall Menschen, die eine Borderline-Störung haben. Sie haben das Gefühl, sie sagen von den anderen Menschen durch eine unsichtbare Mauer abgetrennt und ins Abseits gestellt. Sie empfinden das aber eben nicht nur in gewissen Momenten, sondern immer. Sie haben das Gefühl, dass sie von gar niemandem wahrgenommen und geliebt werden. Aber warum sagen sie dann nicht einfach, dass sie sich so fühlen? Das ist für den Betroffenen selber eben sehr schwierig. Weil Menschen, die an einer Borderline-Störung leiden, haben ein riesiges Gefühlschaos in sich, wo sie selber nicht richtige Worte fassen können. Und wenn sie es dann eben doch probieren, dann kommt es meistens total aggressiv und vorwurfsvoll über. Es kann auch vorkommen, dass sie mit Selbstmord drohen, um dem Gefühl vom Ausgestoßensein zu entkommen. Oder aber einfach, weil sie durch die Gefühle depressiv werden. Nein, wirklich? Das Empfinden von «ich bin total abgeschnitten von allen anderen Menschen» macht so allein, dass es riesige Ängste und auch ein Verlassenheitsgefühl erzeugt. In das Sinne mischen sich dann schnell einmal Wut, Hass oder das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Und dann entsteht eben genau wieder das Gefühlschaos, einfach noch zusammen mit der inneren Anspannung. Und wenn sich dann ein Betroffener in einer gewissen Situation nicht wertschätzt fühlt, dann nimmt die Anspannung extrem zu. Also, das fühlt sich dann so an, wie wenn man unter 1000 Volt Strom stehen würde. Aber nützt es nichts, wenn man einfach zeigt, wie gerne man sie hat? Leider eben nicht, weil sie es trotz allem Zuspruch immer noch so erleben, als ob sie doch wieder verloren und im Stich gelassen werden. Darum können sie es gar nicht glauben und bleiben in dem Gefühl von der Abschottung gefangen. Wie könnte es denn den inneren Druck wieder loswerden? Das kann ja auch gefährlich werden, wenn man so unter Strom steht. Ja, das ist eine gute Frage. Die Anspannung in einem Betroffenen kann tatsächlich so fest zunehmen, dass es zu ganz plötzlichen und auch extremen Gefühlsentladungen kommen kann. Ja. Was passiert denn in so einer Situation? Es kommt zu Ausrastern. Also ein Betroffener kann mega aggressiv und ausfällig werden. Zum Teil fügen sie sich auch selber Schmerzen zu und sich selber verletzen. Dann spüren sie sich wenigstens wieder und können für einen Moment runterkommen. Oder sie nehmen Drogen, zum Beispiel Pillen oder Alkohol, um den inneren Druck einzudämmen. Im Nachhinein schämen sie sich aber und haben Schuldgefühl und versuchen darum nachher besonders lieb zu sein. Die Stimmung wechselt aber sehr schnell wieder, sobald der innere Druck zurückkommt. Wenn man jetzt eine Mama mit ihrem Papi hat, der das hat, kann man ihnen dann nicht helfen, indem man sich einfach besonders Mühe gibt? Nein, das geht eben leider nicht. Solche Kinder versuchen dauernd abzulesen, was das Mama oder der Papi gerade fühlt. Weil sie möchten ja verhindern, dass der Mensch, den sie so gerne haben, plötzlich wieder von Liebe auf Böse kippt und sie dann beschimpft oder vielleicht sogar angreift. Aber jemand, der eine Borderline-Störung hat, zeigt wie ein Chamäleon ganz verschiedene Gesichter. Und die Betroffenen selber merken es spät, wenn sie wieder in ein anderes Gefühl kippen. Und darum ist es dann auch für Kinder extrem schwierig zu merken, woran dass es beim erkrankten Papi oder beim erkrankten Mami wirklich sind. Wie entsteht denn die Krankheit überhaupt? Also ganz sicher ist es nicht die Schuld der Kinder. Die denken eben häufig, dass Mami oder der Papi sei krank, weil sie sich schlecht benommen haben. Das stimmt aber gar nicht. Jemand, der eine Borderline-Störung hat, hat es meistens schon selber als Kind sehr schwer gehabt. Also so jemand hat nie ein behütetes Zuhause erleben, sondern war immer allein, sich selber überlassen, darum auch schutzlos. Kann man denn überhaupt etwas dagegen machen? Ja, man kann die Krankheit behandeln. Für das braucht es einfach einen gut ausgebildeten Psychotherapeut. Wenn deine Mami oder dein Papi eine Borderline-Störung hat, dann brauchst auch du unbedingt Hilfe. Du musst nicht in einer Situation leben, wo dein Alltag so unberechenbar ist. Hol dir Hilfe. Erstens, red drüber. Red mit deinen Eltern. Erzähl, was du feststellst und wie es dir dabei geht. Und wenn das nicht geht, vertrau dich jemand anderem an. Zweitens, schau dir gut. Mach unbedingt immer nur Sachen, die dir Spass machen und dir gut tun. Drittens, hol dir Hilfe. Besorg dir noch mehr Infos. Und wenn dich die Situation extrem belastet, hol dir selber Hilfe bei einer Fachperson. Das IKS hilft dir dabei.